Unsere Legende beginnt in einer Zeit, in der die Grenzen zwischen der irdischen Welt und dem Übernatürlichen so dünn waren wie ein feiner Nebelschleier über dem majestätischen Rhein. Wir schreiben das Jahr 1248. Köln war bereits eine blühende Metropole, ein pulsierendes Herz des Handels und des Glaubens. Doch über der Stadt lag eine Erwartung, die so schwer wog wie der Stein, der bald bewegt werden sollte. Ein Ruf hallte durch die Christenheit. Ein Ruf nach einer Kathedrale, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen sollte. Doch um die wahre Größe dieses Vorhabens zu begreifen, müssen wir den Blick noch weiter zurückwerfen in eine Zeit des Stahls und der imperialen Macht. Alles begann mit einem Donnerschlag der Weltgeschichte im Jahr 1162. Der legendäre Kaiser Friedrich Barbarossa, der eiserne Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, hatte das rebellische Mailand in Schutt und Asche gelegt. In den Trümmern der Stadt, in der altehrwürdigen Kirche Sant'Eustorgio, fand er einen Schatz, der wertvoller war als jedes Gold: die Reliquien der heiligen drei Könige. Für Barbarossa waren diese Gebeine weit mehr als nur ein religiöses Symbol. In einer Welt, in der die Macht des Kaisers oft angefochten wurde, waren sie eine politische Waffe von unschätzbarem Wert. Wer die ersten Könige besaß, die dem Christuskind gehuldigt hatten, der besaß die göttliche Legitimation für seine eigene Krone. Es war die ultimative Botschaft an die Welt. Der deutsche Kaiser herrscht von Gottes Gnaden, bewacht von den weisesten Königen der Geschichte. Doch der Kaiser brauchte einen Vertrauten, der diesen heiligen Schatz sicher in den Norden geleiten konnte: Reinald von Dassel, den Erzbischof von Köln. Er war nicht nur ein Mann der Kirche, sondern der engste Berater des Kaisers, ein brillanter Stratege und der wahre Architekt der Kölner Größe. Im Jahr 1164 trat er eine Reise an, die man heute als die spektakulärste PR-Kampagne des Mittelalters bezeichnen würde. Reinald brachte die Reliquien im Triumphzug über die Alpen, durch Städte und Dörfer, begleitet von staunenden Menschenmengen. Als der Zug schließlich die Tore von Köln erreichte, änderte sich das Schicksal der Stadt für immer. Köln wurde über Nacht zum heiligen Köln, zur Sancta Colonia. Es stieg auf in den Olymp der Christenheit und stand nun in einer Reihe mit Rom, Konstantinopel und Jerusalem. Tausende Pilger aus allen Winkeln Europas strömten herbei, um einen Blick auf den prachtvollen Schrein der heiligen drei Könige zu werfen, der bald zum kostbarsten Goldschmiedewerk der Welt werden sollte. Doch die Jahre vergingen und der Ruhm der Stadt wurde zu ihrer größten Herausforderung. Der alte Dom, eine bescheidene karolingische Basilika, platzte aus allen Nähten. Die gewaltigen Ströme von Gläubigen fanden keinen Platz mehr und die Schätze der Könige verlangten nach einer steinernen Hülle, die ihrer himmlischen Bedeutung gerecht wurde. Es wurde klar, das alte Gebäude konnte die Vision eines neuen Jerusalems am Rhein nicht mehr tragen. Inmitten dieses goldenen Zeitalters im Jahr 1248 reifte ein gewaltiger Entschluss im Herzen von Erzbischof Konrad von Hochstaden. Er war ein Mann von brennendem Ehrgeiz, der wusste, dass Köln ein Monument brauchte, das die Wolken berührt. Warum wurde der Kölner Dom gebaut? Konrad wollte nicht bloß eine Kirche, er wollte einen steinernen Thron für die Ewigkeit, ein Bauwerk, das so gewaltig war, dass es die Schwerkraft und die Zeit selbst herausforderte. Mit der Grundsteinlegung am 15. August 1248 begann ein Abenteuer, das die menschliche Vorstellungskraft sprengte. Konrad suchte nach einer Architektur, die so filigran und doch so mächtig war, dass sie den Atem raubte. Es war die Geburtsstunde eines Traums, der nach einem Genie verlangte, das bereit war, alles zu wagen.
einem Mann, dessen Geist groß genug war, um das Unmögliche zu planen. Doch ein solcher Geist wandelt oft am Rande des Abgrunds. Hier tritt ein Mann auf den Plan, dessen Schicksal für immer mit den kalten Steinen der Kathedrale verwoben ist: Baumeister Gerhard, auch bekannt als Gerhard von Riele. Gerhard war kein gewöhnlicher Handwerker. Er war ein Visionär, ein Genie der Geometrie und ein Meister der Ästhetik. Er lebte in einer bescheidenen, aber ehrwürdigen Behausung im Schatten des alten Doms, umgeben von zahllosen Pergamentrollen, Zirkeln, schweren Büchern und dem ständigen, feinen Staub der Steinmetze. Gerhard war ein Familienmensch. Seine Frau und seine Kinder waren sein Anker in einer Welt aus harten Winkeln und schweren Lasten. Wenn er abends nach Hause kam, suchte er in ihren Augen die Ruhe, die sein rastloser Geist tagsüber nicht fand. Doch seine wahre, alles verzehrende Obsession war der Dom. Er wurde zum Architekten gewählt, weil sein Geist bereits die Türme sah, die die Wolken küssten, noch bevor das erste Fundament in die Erde gegraben war. Tag und Nacht brütete Gerhard über seinen Entwürfen. Er arbeitete bei flackerndem Kerzenschein, während der Wind vom Fluss her durch die Ritzen seiner Werkstatt pfiff und die Schatten an den Wänden tanzen ließ. Er wollte etwas schaffen, das die Schwerkraft besiegt. Ein Wunderwerk der Gotik, das den Blick des Menschen unweigerlich nach oben, zu Gott, lenkt. Doch je weiter er plante, desto tiefer fraß sich die Verzweiflung in sein Herz. Die mathematischen Probleme schienen unlösbar. Wie sollte er diese gigantischen filigranen Bögen stützen? Wie sollte er sicherstellen, dass die massiven Türme nicht unter ihrem eigenen astronomischen Gewicht zusammenbrachen? Das Projekt war zu gewaltig für einen bloßen sterblichen Geist. Die Geheimnisse des Kölner Doms begannen bereits hier, in der drückenden Stille dieser schlaflosen Nächte. An einem stürmischen Abend, als der Regen wie Peitschenhiebe gegen die Fenster hämmerte und die Blitze den nächtlichen Himmel über dem Rhein in gespenstisches Licht tauchten, suchte Gerhard Trost in der Einsamkeit. Er wanderte hinaus zum Rheinufer, dorthin, wo die ersten Fundamente des Chores wie dunkle, drohende Zähne aus der nassen Erde ragten. Dort, an einem Ort, den man heute vielleicht als verflucht bezeichnen würde, geschah das Unfassbare. Aus dem wirbelnden Nebel erschien plötzlich eine Gestalt. Ein eleganter Herr, gehüllt in einen schweren, dunklen Mantel, dessen Augen wie glühende Kohlen im Zwielicht funkelten und dessen Lächeln eine Kälte ausstrahlte, die Gerhard das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war die Kölner Domsage, die hier in dieser schicksalhaften Nacht Fleisch und Blut annahm. Der Fremde lächelte ein wissendes, hämisches Lächeln. Er stellte sich nicht vor, doch Gerhard spürte die Aura der uralten Bosheit, die von ihm ausging. Er wusste sofort, wen er vor sich hatte. Es war der Fürst der Finsternis höchst persönlich. Der Teufel im Kölner Dom war nicht gekommen, um das Werk zu vernichten, sondern um den Meister durch Perfektion zu verführen. Der Teufel machte ihm ein Angebot, das kein Architekt mit diesem brennenden Ehrgeiz hätte ablehnen können. Mit einer fließenden Bewegung entrollte er einen Plan. Einen Plan, der so vollkommen war, dass kein menschliches Auge, keine noch so präzise Berechnung einen Fehler finden konnte. Die Statik war makellos, die Ästhetik von einer dunklen, berauschenden Schönheit, obwohl sie direkt aus den Abgründen der Hölle stammte. Dies war der Beginn der berüchtigten Dombausage Köln. »Ich werde diesen Dom für dich vollenden«, flüsterte die dunkle Gestalt, und seine Stimme klang wie das Knirschen von Stein auf Stein. In einer Geschwindigkeit,
die kein menschlicher Verstand begreifen kann. Bevor der erste Hahn kräht, wird das Werk in seiner ganzen Pracht vollbracht sein. Doch der Preis für dieses göttliche Bauwerk war unvorstellbar hoch. Es war ein klassischer, unerbittlicher Teufelspakt. Der Preis für die Vollendung des Doms war die Seele von Baumeister Gerhard. Und als wäre das nicht genug, forderte der Teufel auch die Seelen seiner geliebten Frau und seines Sohnes. Gerhard zögerte. Sein Herz hämmerte gegen seine Rippen wie ein gefangener Vogel. Er liebte seine Familie über alles, doch der wahnsinnige Drang, das größte Bauwerk der Menschheitsgeschichte zu hinterlassen, war wie ein schleichendes Gift in seinen Adern. In einem Moment fataler Schwäche, getrieben von der Gier nach unsterblichem Ruhm und architektonischer Perfektion, willigte er ein. Er unterschrieb den Pakt mit seinem eigenen, warmen Blut auf dem kalten Pergament des Teufels. Die Bedingungen waren gnadenlos. Der Teufel wettete, dass er eine Wasserleitung von der fernen Eifel bis nach Köln legen und frisches Wasser daraus fließen lassen würde, noch bevor Gerhard den Dom fertiggestellt hätte. Sollte der Teufel gewinnen, gehörten die Seelen der Familie ihm für alle Ewigkeit. Von diesem Moment an war nichts mehr wie zuvor. Ein schwerer, bleierner Schatten legte sich über Gerhards Seele. Er konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Die Arbeit am Dom schritt mit unheimlicher Geschwindigkeit voran, doch über der Baustelle lag eine drückende, unnatürliche Atmosphäre. Die Arbeiter flüsterten sich hinter vorgehaltener Hand Geschichten von Schatten zu, die sich nachts ohne Körper bewegten, und von Geräuschen, die nicht von dieser Welt stammten. Die Kölner Domlegende erzählt, dass Gerhard machtlos zusehen musste, wie der Teufel mit übernatürlicher, dämonischer Kraft einen unterirdischen Kanal grub, der mit jedem Tag näher an die Stadtmauern heranrückte, schneller als jede Mauer des Doms wachsen konnte. Die Qualen in Gerhards Innerem waren grenzenlos. Er sah, wie seine Frau ihn jeden Tag besorgter ansah, ohne zu ahnen, dass ihr Schicksal bereits in den Büchern der Hölle besiegelt war. Eines Tages jedoch, geplagt von unerträglichen Schuldgefühlen und der schieren Angst vor dem Unvermeidlichen, beichtete Gerhard seiner Frau das dunkle Geheimnis. Sie, eine Frau von tiefem Glauben und scharfem Verstand, erkannte sofort die List des Bösen. Sie begriff, dass man den Teufel nicht mit Kraft, sondern nur mit einer noch größeren menschlichen List besiegen konnte. Eines frühen Morgens, als der Teufel fast am Ziel war und das Wasser aus der Eifel bereits mit leisem Rauschen durch die neue Leitung bis kurz vor die Tore Kölns floss, verbarg sie sich und imitierte den Ruf des Hahnes so laut und klar, dass die gesamte Baustelle davon widerhallte. Der Teufel, der im Schutze der Dunkelheit arbeitete, hielt inne. Er glaubte, die Zeit sei abgelaufen und er habe die Wette verloren. In seinem unbändigen Zorn über den vermeintlichen Betrug riss der Teufel zuerst die mühsam errichtete Wasserleitung aus der Eifel mit einem gewaltigen, ohrenbetäubenden Donnerschlag nieder. Doch das war ihm nicht genug. Der Fürst der Finsternis lässt sich nicht ungestraft verspotten. Als der Teufel erkannte, dass er durch die List einer sterblichen Frau und den simulierten Ruf eines Hahnes um seinen wohlverdienten Sieg betrogen worden war, entfesselte sich sein infernalischer Zorn. Ein gewaltiger Sturm peitschte plötzlich mit orkanartiger Gewalt über die Baustelle am Rhein und der Himmel färbte sich in ein unnatürliches, bedrohliches Blutrot. In diesem Augenblick grenzenloser
dämonischer Raserei erschien die dunkle Gestalt erneut auf dem höchsten Punkt des schwankenden Domgerüstes, genau dort, wo der erschöpfte und vom Grauen gepackte Baumeister Gerhard stand. Es war der April des schicksalhaften Jahres 1271. »Wenn ich deine Seele nicht durch den Pakt bekomme, so werde ich dich dennoch in den Abgrund reißen«, schien die Stimme des Teufels im Geheul eines übernatürlichen Sturms zu grollen, der wie die Schreie tausender Verdammter klang. Gerhard von Riele verlor das Gleichgewicht und ein tiefschwarzer Schatten in der Gestalt eines riesigen Hundes mit glühenden Augen sprang zeitgleich mit dem Meister in die gähnende Tiefe. Nach diesem tragischen Sturz legte sich ein düsterer, lähmender Schatten für 300 Jahre über die Baustelle des Kölner Doms. Ein verängstigtes Flüstern in den engen Gassen Kölns wurde immer lauter. Der Teufel habe den Dom mit einem ewigen Fluch belegt. Diese gigantische Struktur dürfe niemals vollendet werden. Denn an dem Tag, an dem der letzte Stein gesetzt wird, würde die Welt untergehen und das jüngste Gericht hereinbrechen. Damit endet unser Film über die Legende des Kölner Doms. Doch die Geschichte dieses Bauwerks selbst endet nie. Wenn Sie tiefer in die faszinierende Historie eintauchen möchten, können Sie dies jederzeit auf der offiziellen Website des Kölner Doms tun. Den Link dazu haben wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt. Wenn Ihnen unser Film über die Kölner Domlegende gefallen hat, schenken Sie uns einen Daumen nach oben. Teilen Sie uns Ihre Meinung und Eindrücke in den Kommentaren mit und abonnieren Sie unseren Kanal. Legendäre Burgen und Dome. Teilen Sie dieses Video auch mit Freunden, die sich für Geschichte begeistern oder einfach einen packenden Film genießen möchten. Ihre Unterstützung ist unsere größte Belohnung und gibt uns die Inspiration, schon bald die nächste packende Geschichte aus dem dichten Nebel der Vergangenheit für Sie zu enthüllen.